Ja, hallo aus Südamerika. Ich wollte dir heute von Florianopolis erzählen, weil wir waren ja vor kurzem dort und es gab einige Fragen von Leuten, die wissen wollten, wie viel Geld wir dort eigentlich ausgegeben haben, weil, falls du es nicht weißt, Florianopolis ist ja bekannt dafür, dass es eigentlich sehr teuer ist. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass es in der Nebensaison auch sehr günstig sein kann. Also, heute erzähle ich dir die Preise vom Essen und von der Unterkunft. Ja, vielleicht hast du mein letztes Video von Florianopolis gesehen. Wir waren in Xurere. Das ist eins der modernsten Viertel dort auf der Insel. Wirklich sehr schön und alle Restaurants und so weiter, alle in erreichbarer Nähe zu Fuß. Das war echt super. Und für die Miete, falls du mich nicht kennst, haben der Paul und ich immer ein Budget von 33 Euro pro Nacht. Das sind dann 16,50 Euro. Und wir haben auch in der Nebensaison eine sehr nette Wohnung, also ein Studio-Apartment in Xurere dafür bekommen. Da haben wir uns recht gefreut eigentlich. Aber wie viel hat eigentlich das Essen gekostet? Also ich habe hier was vorbereitet und werde es dir mal zeigen. Ja, also am ersten Tag waren wir in so einem Frühstücksrestaurant, Breadbox hat das geheißen. Das ging dort immer alles über die Maschine zum Bestellen. Also das war nicht wirklich mit Kundenkontakt, aber ging schnell und war ganz praktisch. Wir haben gegessen eine Art Brotturm mit Pastrami und Gurkel und Senf und auch so Eier in Glas mit Bacon Crisps. War sehr gut. Das Ganze hat gekostet 92 Reais, das sind 15,13 Euro. Was wir dann am Ende pro Tag im Durchschnitt ausgegeben haben, zeige ich dir am Ende. Am Nachmittag haben wir dann noch einen Matcha Coconut Latte mit Espresso Shot gehabt, aber einfachheitshalber nenne ich es mal Kaffee und Kuchen. Der war 5,15 Euro, 31 Reais. Am Abend hatten wir eine Empfehlung bekommen. Es gibt in Florianopolis einen Food Park und dort soll es ein gutes mexikanisches Restaurant geben. Ist halt Food Park Qualität, ja, aber war wirklich ganz gut. Wir hatten 3 Tacos und 2 Burritos und Nachos mit super Guacamole, muss man sagen. 150 Reais sind 24,66 Euro. Jetzt mal zum Tag 2. Wir haben uns für ein Restaurant entschieden. Wir haben gegessen English Breakfast und ein Parmaschinken-Croissant. Das waren 112 Reais 20 oder 18,45 Euro. Am Abend gab es Sushi und ich muss sagen, es war ein bisschen ein Reinfall. Ich erkläre gleich warum. Also wir haben uns überreden lassen von dem Inhaber dort, dass wir nicht à la carte bestellen sollten, so wie wir es eigentlich geplant haben, sondern dass wir sein 12-Gänge-Sushi-Menü dort essen. Wir haben uns dann überreden lassen und das Ganze hat dann 3 Stunden gedauert, weil nach jedem Gang waren ungefähr 10, 15 Minuten Pause. Und es hat so lange gedauert und es hat geregnet und es war eigentlich viel zu viel. Also war teuer und viel zu viel Zeit, die da draufgegangen ist. Es war für das Sushi und für ein Glas Wein, weil mir so langweilig war, immer während den Wartezeiten, 375 Reais. Das sind 61,62 Euro. Das ist ziemlich viel. Gut, am 3. Tag waren wir in einem Café, das hieß Ovo Café. Das war dann schlussendlich irgendwie unser Lieblingscafé fürs Frühstück, weil die dort auch so nett waren. Auf jeden Fall hatten wir einen Toast mit Eier Benedict, also mit pochierten Eiern und Räucherlachs. Und das Croissant mit auch pochierten Eiern mit Räucherlachs und Avocado. Und zusätzlich hatten wir auch noch eine Art Gulasch, auch mit pochierten Eiern. Das Ganze kostete 163 Reais, also 27,09 Euro. Nach diesem großen Frühstück hatten wir dann mal bis zum Abendessen keinen Hunger mehr, aber dafür ging es am Abend in eine Churrascaria, also in ein Grillrestaurant. Dort hatten wir eine Grillplatte für 2, ein Wasser und ein Glas Wein für 180 Reais, das sind 29,60 Euro. Dort gab es auch eine Gelateria und eine Kugel Eis gab es dort für 20 Reais, 3,29 Euro. Tag 4. Das Frühstück war ein Croissant mit pochierten Eiern und ein Croissant mit Schinken und Speck und pochierten Eiern. Und das Ganze war 98 Reais, also 16,11 Euro. Am Abend waren wir dann im Zentrum von Florianopolis, also nicht in Xurere, und waren auch in einem Grilllokal, also mit Barbecue.
Und dort haben wir gegessen Beef Brisket für 2 Personen. Das ist im heißen Rauch gegarte Rinderbrust und sehr zart. Und wir hatten 2 Mineralwasser. Und schlussendlich waren das 253 Reais, also 41,62 €, obwohl 4 € davon gingen an die Musik. Das ist oft der Fall, wenn jemand live spielt, dass dort Geld kassiert wird von den Gästen. Der nächste Tag beim Frühstück gab es Ciabatta mit Parmaschinken und Eiern, ein Croissant mit Mortadella und wieder dieses Glas mit Eiern und Bacon Crisps. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es war so lecker. Und das Ganze kostete 110 Reais, 18,12 €. Falls du dich fragst, warum wir oft 3 Gerichte bestellen als nur 2, das ist einfach, weil wir relativ viel essen und mit wir meine ich den Paul. Am Abend waren wir dann in einem Steak-Restaurant. Wir haben gegessen Bife Argentino, das waren 400 oder 500 Gramm, ein Glas Rotwein, ein Kombucha und ein Wasser. Das waren 255 Reais. Ja, an diesem Tag haben wir fast 60 € ausgegeben, also 30 € pro Person. Und obwohl es jeden Tag unterschiedlich viel war, ist der Durchschnitt von allen Tagen, an denen wir dort waren, trotzdem 30 € pro Person fürs Essen. Zusätzlich dazu kommt die Miete, wie ich vorher gesagt habe, die 16,50 € pro Person. Und zusammen macht das 46,80 € pro Person, die wir dort jeden Tag ausgegeben haben. Und das ist bei uns genauso viel, wie wir sonst in anderen Regionen auch zahlen. Also egal ob in Brasilien, in Paraguay, in Kolumbien oder sonst wo. Man kann also sagen, dass Florianópolis in der Nebensaison wirklich auch leistbar ist. Besonders mit der Miete, die wir dort gefunden haben, die sehr günstig war. Und das Essen genauso. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Interessieren dich die anderen Länder in Südamerika, wie viel man wo ausgibt fürs Einkaufen, für Miete, für Grundstücke oder Immobilien? Schau dir meine anderen Videos an, dort habe ich einiges davon erklärt. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar schreiben, ich schreibe dir gerne zurück oder wir hören uns auf Zoom. Ich gebe den Link unten rein und freue mich von dir zu hören. Vielleicht sehen wir uns bald in Südamerika. Bis bald!